Es ist noch schwierig, einfach etwas Schlaues so spontan zu sagen. Clubschule Migros ist der grösste Erwachsenenbildner in der Schweiz. Alleine in Luzern an 3 Standorten gehen pro Woche 10'000 Leute ein und aus, besuchen unsere Kurse. Dank Migros Kulturprozent können wir auch eine coole Atmosphäre bieten, ein Ambiente, das unsere Kunden schätzen. Sie können so miteinander und für sich lernen. Organisiert sind wir in kleine unternehmerische Einheiten, sogenannte Squads, und können durch das ganz rasch auf Kundenbedürfnisse reagieren. Also als ich vor 3 Jahren zum ersten Mal das moderne Arbeiten mit Microsoft Teams vorstellen bei Migros Luzern, hat man mich mit ganz grossen Augen angeschaut, als wäre ich eine Hellseherin und als würde das, was ich erzähle, erst in 10 Jahren eintreffen. Ich glaube, da hat sich schon etwas zu tun. Ja, das stimmt. Wir waren früher tatsächlich noch ganz anders aufgestellt. Wir hatten eine schwerfällige Top-Down-Matrix-Organisation mit Command and Control. Die Organisationsform war zwar lang gut, aber mit der hohen Marktdynamik, die wir heute haben, ist das einfach nicht mehr überlebensfähig. Da musst du einfach die Organisationsform anpassen. Und das haben wir gemacht. Wir haben auf die agile Organisation gewechselt. Und da brauchen wir auch Tools. Und die Tools für die Transformation, die hat uns Microsoft liefern. Die Covid-Situation hat die digitale Transformation beschleunigt. Man hat verstanden, dass agile Arbeitsformen nicht erst in Zukunft, sondern heute schon Realität sind. Arbeitsplatz 4.0 zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man jederzeit von überall und mit jedem Device aus produktiv und sicher arbeiten kann. Heute hat man die Herausforderung, dass man in einem Team 5 Generationen hat. Und jetzt müssen die modernen Tools für alle Generationen gerecht werden. Mit Microsoft Teams ist die Idee, dass man jeden Mitarbeiter ihre beste Arbeit befähigt. Innerhalb von Microsoft Teams kann man gemeinsam und gleichzeitig an einem Dokument arbeiten, Dateien mit externen sharen, gegenseitig Aufgaben zuweisen, Trainings machen, telefonieren und vieles mehr, das unsere Arbeit effizienter gestaltet. Die Mitarbeiter sollen keine Zeit mehr für Informationssuche verlieren, sondern jederzeit produktiv und sicher arbeiten können. Mit Microsoft Teams haben wir einen Hub für Teamwork bereitgestellt, der alle Generationen abholen kann. Aus einer Hand können wir Wissensmitarbeiter sowie Frontline-Mitarbeiter bedienen. Das ist gut und recht, aber die Realität ist meistens eine andere. Peter hat die Kamera nicht eingeschaltet, man sieht ihn nicht. Er fängt an zu reden, hat das Mikrofon noch abgeschaltet und dann teilt er anstatt Präsentation den ganzen Bildschirm. Man sieht dann nachher die Mails rein und rausgehen. Am Schluss nach der Videokonferenz verschickt er die Präsentation als riesengroßen Mail-Anhang an alle und natürlich in der falschen Version. Die Tools sind fantastisch, aber die nützen natürlich nichts, wenn sie die Leute nicht wissen, anzuwenden und vor allem nicht die richtigen Methodenkenntnisse haben. Das IBAW bietet für Firmen und Institutionen maßgeschneiderte Trainings aus einem modularen Baukasten. Das sind nicht nur reine Toolschulungen, sondern vor allem auch Methodenkenntnisse und natürlich dann der Transfer in die Praxis. Der Markt sieht das sicher auch so. Nein, wir sind da, wir haben auch schon fertig aufgestellt alles. Wir könnten direkt anfangen zu filmen. Also wo bist denn du jetzt? Ich sehe das auch so. Das sind alles wichtige Grundlagen. Aber das alles nützt nichts, wenn die Leute die Tools nicht nutzen wollen. Und sie wollen die Tools nur dann nutzen, wenn die Veränderungsprozesse durch die richtige Kultur unterstützt werden. Eine Kultur vom Vertrauen, wo sie wissen, dass sie ausprobieren dürfen, dass sie Fehler machen dürfen. Und nur in dieser Vertrauenskultur, kombiniert mit den richtigen Werkzeugen und Tools, in dieser Kombination können so erfolgreiche Transformationen wie die von der Clubschule Migros funktionieren. Als Organisationsform muss man Richtung Agilität gehen, wenig Hierarchie. Bei den Tools muss man moderne Tools haben, die eine ganz andere Art des Zusammenarbeiten ermöglicht. Die Tools müssen bedient werden, da sind wir bei den Skills. Dass man aber auch offen ist, sich neue Skills anzueignen. Mit neuen Tools zu arbeiten, braucht es auch das entsprechende Mindset. Und das ist ein kulturelles Thema. Aus meiner Sicht muss man sämtliche 4 Bereiche gleichzeitig starten. Sie sind auch gleich wichtig. Einen alleine für sich funktioniert nicht. Und wenn die 4 Elemente, wenn die gut ineinander hineinspielen, dann wird man erfolgreich sein. Ich könnte höchstens eine Empfehlung abgeben, dass all die Unternehmen, die jetzt auch in die digitale Transformation hineingehen, dass sie Unterstützung holen. Unterstützung bei einem IBAW für Skills, Unterstützung bei Microsoft für Tools.